Morning and the third good morning. Guten Morgen und zum dritten Mal Guten Morgen. So, what have we talked about? Also, worüber haben wir gesprochen? We said that the church is basically modeled according to the old covenant or the system of this world. Wir haben gesagt, dass die Gemeinde im Grunde nach dem Alten Bund oder dem System dieser Welt modelliert ist. But Jesus is doing a beautiful thing. Aber Jesus tut etwas Wunderbares. He's building his own church. Er baut seine Gemeinde. And his own church is built according to his wisdom. Und seine Gemeinde ist nach seiner Weisheit gebaut. And his wisdom is very contrary to the wisdom of this world. Seine Weisheit ist das Gegenteil von der Weisheit dieser Welt. So look, however, there is a wisdom that we continually speak of when we are among the spiritually mature. Schau also, es gibt jedoch eine Weisheit, von der wir weiterhin sprechen, wenn wir zu den geistlich Reiferen gehören. So if you understand the next thing I will say to you, you're spiritually mature. If you don't understand it, you are not yet spiritually mature. Wenn du also das Nachfolgende verstehst, bist du geistlich reif. Wenn du es nicht verstehst, bist du noch nicht geistlich reif. So I hope you all understand it. Ich hoffe, ihr versteht es alle. Look, he says, it's wisdom that did not originate in this present age. Schau, was er sagt. Es ist eine Weisheit, die nicht aus diesem Zeitalter stammt, Nor did it come from the rulers of this age who are in the process of being dethroned. und auch nicht von den Herrschern dieses Zeitalters, die dabei sind, entthront zu werden. So here is a very simple question that you have to ask yourself. Hier ist also eine ganz einfache Frage, die du dir selbst stellen musst. The things that you call wisdom, do they originate in this system that we call world? Haben die Dinge, die wir Weisheit nennen, ihren Ursprung in dem System, das wir Welt nennen? Or did it originate in the heart of God? Oder haben sie ihren Ursprung im Herzen Gottes? It's really this simple. Es ist wirklich so einfach. So if it's Jesus focused, it's the heart of God. If it's not Jesus focused, it's originated somewhere else. Wenn sie also auf Jesus ausgerichtet ist, stammt sie aus dem Herzen Gottes. Wenn sie nicht auf Jesus ausgerichtet ist, hat sie ihren Ursprung woanders. Look, he's literally telling us in verse 7. In Vers 7 sagt er klar, Instead, we continually speak of this wonderful wisdom that comes from God, hidden before, now in a mystery. stattdessen sprechen wir immer wieder von dieser wunderbaren Weisheit, die von Gott kommt und bis jetzt als Geheimnis verborgen war. So you see, the new covenant, Jesus Christ is the center of everything, has always been hidden. Du siehst also, der neue Bund, Jesus Christus, der Mittelpunkt von allem war schon immer verborgen. And he literally says it is his secret plan destined before the ages to bring us into glory. Und er sagt wörtlich, es ist sein geheimer Plan, der vor den Zeitaltern bestimmt wurde, um uns in die Herrlichkeit zu bringen. So it doesn't really matter how clever it sounds. Es spielt also keine Rolle, wie schlau das klingt. May I say it doesn't even matter how good it seems to work. Ich möchte sagen, es spielt nicht einmal eine Rolle, wie gut es zu funktionieren scheint. You know, there are many churches that are structured according to the wisdom of this world and they seem to work well. Es gibt viele Gemeinden, die nach der Weisheit dieser Welt strukturiert sind und sie scheinen gut zu funktionieren. But at the end of the day, what counts is, have we done what God wanted us to do with it? Put Jesus in the focus. Doch am Ende kommt es darauf an, ob wir das getan haben, was Gott von uns will, nämlich Jesus in den Mittelpunkt stellen. So this is the big question. Das ist also die große Frage. Because if we don't preach the mystery, the secret plan, Jesus Christ, Denn wenn wir das Geheimnis, den geheimen Plan, Jesus Christus, nicht predigen, it is man's wisdom. ist es die Weisheit der Menschen. Look, it says in verse 8, none of the rulers of this present world order understood it. Schau, in Vers 8 sagt er, keiner der Herrscher dieser gegenwärtigen Weltordnung hat es verstanden. For if they had, they never would have crucified the Lord of shining glory. Denn hätten sie es verstanden, hätten sie den Herrn der leuchtenden Herrlichkeit nie gekreuzigt. Now look, this could sound like a confusing statement. Schau, diese Aussage könnte verwirrend klingen. No, Jesus had to die on the cross. Nein, Jesus musste am Kreuz sterben. They would have understood that, they would have crucified him. Hätten sie das verstanden, hätten sie ihn gekreuzigt. Because they knew that he had to go to the cross. Weil sie wussten, dass er ans Kreuz gehen musste. But that's not what Paul is saying. Aber das ist nicht das, was Paulus sagt. What Paul is saying, he's talking to the rulers of the world who crucified him, and they crucified him for all of the wrong motives. Paulus spricht von den Machthabern der Welt, die ihn gekreuzigt haben,
Und sie haben ihn aus falschen Motiven gekreuzigt. They believed that he was in the way. Sie glaubten, dass er ihnen im Weg stand. They crucified him because they believed he was a heretic and a blasphemer. Sie kreuzigten ihn, weil sie glaubten, er sei ein Ketzer und Gotteslästerer. You know, we have to come back to the place that nobody killed Jesus. Wir müssen wieder zu dem Punkt zurückkommen, dass niemand Jesus getötet hat. Jesus himself surrendered his life so that he could become the center of everything. Jesus selbst hat sein Leben hingegeben, damit er das Zentrum von allem werden konnte. So once we understand that, we will always understand that the only wisdom that matters is a person. Sobald wir das verstanden haben, werden wir immer verstehen, dass die einzige Weisheit, auf die es ankommt, eine Person ist. You know, but the rulers of this world who crucified Jesus did not understand at all what God's plan was. Aber die Machthaber dieser Welt, die Jesus kreuzigten, haben überhaupt nicht verstanden, was Gottes Plan war. He needs to go because he's just a blasphemer. He's a religious blasphemer that is destroying the purpose of God. Er muss weg, denn er ist nur ein Gotteslästerer. Er ist ein religiöser Gotteslästerer, der die Absichten Gottes zerstört. You know, Paul, who was persecuting the Christians himself and killed them, Paulus, der die Christen selbst verfolgte und sie tötete. think about this. Paul himself believed that he was doing God a favor. Denk darüber nach. Paulus selbst glaubte, dass er Gott damit einen Gefallen tat. And that's what these people were thinking too. They thought that they did God a favor. Genau das dachten auch diese Menschen. Sie dachten, sie würden Gott damit einen Gefallen tun. Because they did not understand the wisdom of God. They only lived the worldly wisdom. Denn sie verstanden die Weisheit Gottes nicht. Sie lebten nur die weltliche Weisheit. I am telling you, Ich sage dir, there is a people all over the world arising. überall auf der Welt erheben sich Menschen, The hearts are so on fire for the only true wisdom of God, which is a person. deren Herzen so sehr für die einzig wahre Weisheit Gottes brennen, die eine Person ist. Their focus will be Jesus. Ihr Fokus ist Jesus. And they will preach the gospel in very, very, very simplicity with power. Und sie werden das Evangelium sehr, sehr einfach mit Kraft verkünden. And that's where the Holy Spirit is ready to show that he is with us. Und genau dann ist der Heilige Geist bereit zu zeigen, dass er mit uns ist. Do you know, whatever you need, Was auch immer du brauchst, don't try to find the wisdom in this world. versuche nicht, die Weisheit in dieser Welt zu finden. The wisdom in this world cannot understand the things of God. Die Weisheit dieser Welt kann die Dinge Gottes nicht verstehen. Look where this world has come to. Schau dir an, was aus dieser Welt geworden ist. Even the seemingly good politicians have made a mess. Selbst die scheinbar guten Politiker haben Chaos angerichtet. And Christians still follow the wisdom of this world. Und die Christen folgen immer noch der Weisheit dieser Welt. There is a wisdom of God. Es gibt eine Weisheit Gottes. It's called Jesus. Sie heißt Jesus. Let's follow him. Lasst uns ihm folgen. See you tomorrow. Bis morgen.